Alien Investor präsentiert Bitcoin Full Node. Kurzer Hinweis für neue Zuschauer. alieninvestor.org ist meine Basis. Dort findest du den Weg zu Nostr für englische Inhalte und meinen Blog mit deutschen Artikeln zu Bitcoin, finanzieller Selbstverantwortung, Cypherpunk-Themen, fundierten Aktienanalysen sowie Bitcoin-Kursanalysen zur Einschätzung des aktuellen Marktumfelds. Vertraue niemanden, informiere dich selbst. Und jetzt weiter zum Thema. Ihr habt Bitcoin vielleicht auf einer Börse, vielleicht schon auf einem eigenen Hardware-Wallet. Ihr dachtet, ich halte meinen privaten Schlüssel, ich bin souverän. Gut, aber da fehlt noch etwas. Lass mich raten. Du willst ihnen sagen, dass sie ihren eigenen Prüfknoten brauchen. Genau, wer fremden Servern vertraut, um seine Transaktionen zu verschicken und zu prüfen, übergibt die letzte Kontrollinstanz seines Geldes an Dritte. Punkt. Kein fremder Server weiß es besser als du selbst, wenn du die Regeln selbst prüfst. Ich habe das mal nachgeschlagen. Weltweit laufen gerade fast 25.000 erreichbare Prüfknoten. Die echte Zahl liegt wohl dreimal so hoch. Viele laufen versteckt hinter Firewalls. Kurze Erklärung, warum betreiben trotzdem so viele Leute nicht erreichbare Knotenpunkte? Ganz einfach, für die eigene Verifikation ist es vollkommen egal. Du prüfst trotzdem jeden Block, jede Transaktion seit Genesis. Deine finanzielle Souveränität ist dieselbe. Der Unterschied liegt im Beitrag zum Netzwerk. Ein erreichbarer Knoten hilft anderen. Sie kann neue Knoten beim ersten Synchronisieren beliefern, Transaktionen weiterleiten, das Netzwerk robuster machen. Eine nicht erreichbarer Knoten nimmt nur, gibt aber nichts zurück. Und jeder einzelne davon ist ein unabhängiger Wächter. Ein dezentraler Richter, der keine Bestechung kennt und keinen Chef hat. Heute schauen wir uns an, warum du Teil dieses Netzwerkes sein solltest. 10 Gründe. Konkret ohne Hype, Thorsten übernimmt. Zensorresistenz, direkter Weg, kein Torwächter. Wer seinen eigenen Knotenpunkt betreibt, schickt Transaktionen direkt ins Peer-to-Peer-Netzwerk, typischerweise an mindestens 8 ausgehende Verbindungen, die sie exponentiell weiter verbreiten. Kein einzelner Akteur kann das stoppen, solange die Transaktion auch nur einen einzigen ehrlichen Teilnehmer erreicht. Wer hingegen eine Drittanbieter-Anwendung oder eine externe Programmierschnittstelle nutzt, übergibt diesen wichtigen Schritt an einen zentralen Dienst. Und genau der kann eure Transaktionen verzögern, filtern oder im schlimmsten Fall einfach blockieren. Das ist keine graue Theorie, sondern längst Realität. Schon im Mai 2021 hat das Unternehmen Marathon Digital einen Mining Pool betrieben, der sich streng an die amerikanischen OFAC-Sanktionslisten hielt. Transaktionen von gesperrten Adressen wurden eiskalt herausgefiltert. Im November 2023 wiederholte sich das Spiel. Ein Forscher mit dem Namen NullXB10C deckte auf, dass der Anbieter F2 Pool ebenfalls gezielt Transaktionen blockierte. Das war ein massiver Eingriff, denn dieser Pool kontrollierte damals fast 14% der gesamten Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk. Nach gewaltigem öffentlichen Druck aus der Community musste der Filter glücklicherweise wieder abgeschaltet werden. Und was passierte in der Zwischenzeit mit den blockierten Transaktionen? Sie gingen nicht verloren. Andere, neutrale Miner haben sie einfach in ihre Blöcke aufgenommen und bestätigt. Das dezentrale Netzwerk hat den Zensorversuch also gnadenlos umgangen und als perfektes Sicherheitsnetz funktioniert. Wer einen eigenen Knotenpunkt betreibt, macht sich komplett unabhängig. Die Software Bitcoin Core unterstützt den Betrieb über das Tor-Netzwerk. So kann nicht einmal euer eigener Internetanbieter den Bitcoin-Datenverkehr ausspionieren. Und falls das herkömmliche Internet zensiert wird, lassen sich Transaktionen sogar über Satellitensignale, Mesh-Netzwerke oder Amateurfunk verbreiten. Niemand kann euch aufhalten. Damit kommen wir direkt zu Grund Nummer 2, eurer Privatsphäre. Privatsphäre, mathematisch unbeobachtbar. Der eigene Knotenpunkt bietet das, was Wissenschaftler als informationstheoretisch perfekte Privatsphäre für empfangene Transaktionen bezeichnen. Der Grund ist einfach, die eigene Node lädt ausnahmslos alle Transaktionen der gesamten Blockchain herunter, über 800 Millionen bis heute. Ein Beobachter kann mathematisch nicht feststellen, welche davon den Betreiber betreffen. Kein selektiver Abruf findet statt, kein Netzwerkpaket verrät die eigenen Adressen. Vereinfachte Anwendungen zerstören diese Privatsphäre systematisch. Das ältere Protokoll BIP37, auch bekannt als Plum-Filter, erwies sich als katastrophal. Eine Studie von Gerweis und Kollegen aus dem Jahr 2014 bewies, dass bereits ein einziger abgefangener Filter die Bitcoin-Adressen eines Nutzers mit hoher Wahrscheinlichkeit offenlegt. Elektron-basierte Anwendungen sind noch gravierender.
Sie senden alle Wallet-Adressen explizit an einen Server, der damit die vollständige Transaktionshistorie, den Kontostand und die Adresscluster des Nutzers kennt. Standard-API-Anwendungen bieten laut Bitcoin-Wiki keinerlei Privatsphäre. Bitcoin Core hat BIP37 seit Version 0.19 standardmäßig deaktiviert. Weiter zu Grund Nummer 3, Verifikation. Nicht vertrauen, selbst prüfen. Eine Full-Node prüft ausnahmslos jede Transaktion und jeden Block seit dem Ursprungsblock vom 3. Januar 2009 gegen sämtliche Konsensregeln. Verstößt ein Block gegen auch nur eine einzige Regel, wird er sofort verworfen, selbst wenn jede andere Node im Netzwerk ihn akzeptiert. Das Bitcoin-WT fasst es prägnant zusammen: Full-Nodes tun das Richtige, egal was. Die Liste geprüfter Regeln ist umfangreich, die korrekte Blockbelohnung aktuell 3,125 Bitcoin seit dem Halbierungsereignis im April 2024, die Gültigkeit des Arbeitsnachweises gegen das aktuelle Schwierigkeitsziel, das maximale Blockgewicht von 4 Millionen Größeneinheiten, die korrekte Merkle-Wurzel und die Zeitstempelregeln. Die Spezialfunktion mit einem einzigen Befehl, getDXOutset-Info, verifiziert die eigene Node die Gesamtmenge aller jemals erzeugten Bitcoin unabhängig. Kein Block-Explorer, keine Börse, kein Dritter kann die Geldpolitik von Bitcoin ändern, ohne dass die eigene Node die entsprechenden Blöcke sofort verwirft. Das ist die härteste Form von Vertrauen, kein Vertrauen. So funktioniert's. Gib den Befehl einfach in das Terminal der Node ein, beziehungsweise in das Terminal der Bitcoin-Node-App. Warte ab, es dauert einige Minuten, bis das Ergebnis erscheint. Nun weißt du, wie viel Bitcoin es gerade wirklich gibt. Nichts kann so genau und persönlich verifiziert werden. Weiter zu Grund Nummer 4. 4 Netzwerksicherheit. Jede Node ist ein Regelwächter. Stand Februar 2026 sind weltweit rund 24.900 erreichbare Full-Nodes über das Netzwerk BitNodes registriert, verteilt auf über 100 Länder. Etwa 65% davon laufen über das Tor-Netzwerk. Die tatsächliche Zahl liegt nach Schätzungen deutlich höher. Entwickler Luca Dash Jr. schätzte 2021 rund 83.000 aktive Knotenpunkte, da viele Hinternetzwerkbarrieren laufen und keine eingehenden Verbindungen akzeptieren. Jede einzelne dieser Node ist ein unabhängiger Durchsetzer der Konsensregeln. Man erschlagen Blöcke vor, Knotenpunkte entscheiden über deren Gültigkeit. Ein Miner mit beliebiger Rechenleistung kann keine Bitcoin aus dem Nichts erzeugen, keine fremden Coins stehlen und keine Konsensregeln ändern, solange Full Nodes die Regeln durchsetzen. Weiter zu Grund Nummer 5, finanzielle Souveränität. Finanzielle Souveränität, die Geschichte der gescheiterten Verwalter. Die Geschichte der Kryptobörsen liefert das stärkste Argument für den Betrieb einer eigenen Node in Kombination mit Selbstverwahrung. Mt. Gox verlor 2014 rund 850.000 Bitcoin. Nutzer warteten über 10 Jahre auf teilweise Erstattung. FTX veruntreute 2022 Kundengelder in Höhe von 8 Milliarden $. Celsius Network Vorauszahlungen ein und offenbarte ein Bilanzloch von 1,2 Milliarden $. Quadriga CX, Voyager Digital, BlockFi, DMM Bitcoin. Die Liste gescheiterter Verwalter ist lang und wächst stetig. Allen diesen Fällen liegt dasselbe Muster zugrunde. Nutzer vertrauten einem Dritten die Verwahrung und Verifizierung ihrer Bitcoin an. Eine eigene Full-Node eliminiert diese gesamte Risikokategorie. Die Kosten sind überschaubar. Für den Preis von 6 bis 12 Monaten typischer Bankgebühren lässt sich ein Knotenpunkt aufbauen, der bei jährlichen Stromkosten von 10 bis 25 € jahrzehntelang betrieben werden kann. Weiter zu Grund Nummer 6. SPV gegen Full-Node, die konkreten Risiken. Satoshi Nakamoto beschrieb die vereinfachte Zahlungsverifikation im White Paper als schlanke Alternative der Client-Lead-Blockade und verifiziert die Aufnahme einer Transaktion über einen Merkle-Beweis. Was er nicht prüft, ob die Transaktionen im Block tatsächlich die Konsensregeln einhalten. Er nutzt den Arbeitsnachweis lediglich als Stellvertreter für Gültigkeit. Daraus ergeben sich 5 konkrete Angriffsvektoren. Erstens, Eclipse-Angriffe. Ein Angreifer monopolisiert alle Verbindungen und präsentiert eine manipulierte Blockchain. Zweitens, Lüge durch Auslassung. Relevante Transaktionen werden verschwiegen. Drittens, blindes Folgen bei Regeländerungen. Viertens, Privatsphäre-Katastrophen durch veraltete Filterprotokolle. Fünftens, wer Lightning nutzt und keinen eigenen Knotenpunkt betreibt, riskiert Geldverlust durch veraltete Kanalzustände. Das Bitcoin-WT warnt eindeutig, die vereinfachte Verifikation ist nur dann hinreichend sicher, weil der Großteil der Bitcoin-Wirtschaft Full Nodes betreibt. Wer selbst keine betreibt, verlässt sich auf andere. Weiter zu Grund Nummer 7. Lightning-Netzwerk, souveräne Zahlungskanäle.
Jede Lightning-Implementierung ist funktional von einer synchronisierten Bitcoin-Full-Node abhängig. Die Node überwacht die Blockchain kontinuierlich auf Kanalöffnungen und Schließungen, erkennt Betrugsversuche durch widerrufende Transaktionszustände und schätzt Gebühren für Und- Scheintransaktionen. Ohne diese Überwachung können Kanalpartner veraltete Zustände veröffentlichen und Gelder stehlen. Stell dir vor, du und ein Kanalpartner haben 100 Transaktionen gemacht. Der aktuelle Kanalstand gibt dir 0,05 BTC. Dein Partner schließt den Kanal aber mit einem alten Zustand, einem, bei dem er mehr hatte. Wenn deine Full Node das erkennt, kannst du innerhalb eines Zeitfensters die gesamten Kanalgelder beanspruchen. Der Betrüger verliert alles. Das ist ein mächtiger Mechanismus und er funktioniert nur mit einer eigenen, stets synchronisierten Node. Die 4 großen Implementierungen sind LND, Core Lightning, Eclair und LDK. Der Unterschied zwischen einer selbstbetriebenen Lightning-Node und einer verwahrten Lightning-Anwendung ist fundamental. Die eigene Node behält die geheimen Schlüssel unter Kontrolle des Betreibers, speichert Zahlungsdaten ausschließlich lokal und kann durch Dritte nicht eingeschränkt werden. Weiter zu Grund Nummer 8. Technische Kontrolle, Mempool, Gebühren, Privatsphäre. Jede Vollnode unterhält ihren ganz persönlichen Zwischenspeicher für unbestätigte Transaktionen. Es gibt keinen einheitlichen, globalen Speicher da draußen. Jede Node ist ihre eigene, unabhängige Insel. Genau diese lokale Sicht auf den Markt gibt euch die vollständige Kontrolle beim Versenden von Transaktionen und ermöglicht extrem präzise Abschätzungen der Netzwerkgebühren. Wer seine Transaktionen über die eigene Node versendet, baut eine massive Schutzmauer für seine Privatsphäre auf. Ihr verhindert, dass Blockchain-Analysefirmen eure Zahlungen mit eurer IP-Adresse verknüpfen. Spionageunternehmen wie Chainalysis betreiben sogenannte Sibyl-Knoten. Das sind Spähknoten, die extrem breit im Netzwerk vernetzt sind, nur um den Ursprung eurer Transaktionen aufzudecken. Aber hier kommt euer Vorteil. Eure eigene Node leitet jeden Tag völlig automatisch tausende fremder Transaktionen weiter. Eure eigene Überweisung geht in diesem gigantischen Datenstrom einfach unter. Perfekte Tarnung. Außerdem entfalten fortgeschrittene Techniken für das Gebührenmanagement erst mit einer eigenen Node ihre volle Kraft. Das Prinzip dahinter ist hochgradig effizient. Anstatt aus purer Vorsicht sofort völlig überzogene Gebühren zu zahlen, startet ihr mit einer konservativen, niedrigen Schätzung. Hängt die Transaktion fest, erhöht ihr die Gebühr einfach nachträglich. Ihr behaltet die volle Kontrolle und spart dabei Geld. Weiter zu Grund Nummer 9. 51% Angriffe und der Block-Size War. Eine Full Node schützt gegen 2 grundverschiedene Bedrohungen, Rechenleistungsangriffe und unerwünschte Protokolländerungen. Ein Angreifer mit 51% der Rechenleistung kann Transaktionen umordnen oder verzögern, aber er kann keine Bitcoin aus dem Nichts erzeugen, keine fremden Coins stehlen und keine Konsensregeln ändern. Jeder Block, der auch nur eine Regel verletzt, wird von der Full Node sofort verworfen. Die dramatischste Demonstration der Macht von Full Nodes war der Block Size War von 2015 bis 2017. Schürfer und große Unternehmen wollten die Blockgröße per Hardfork erhöhen. Das New York Agreement vereinte über 80% der Mining-Rechenleistung und die größten Unternehmen der Branche hinter einem Kompromissvorschlag. Segwit wurde aktiviert, aber die geplante Verdoppelung der Blockgröße scheiterte im November 2017 am überwältigenden Widerstand der Nutzer und ihrer Knotenpunkte. Trotz 80% Mining-Unterstützung setzten sich die dezentral operierenden Knotenpunktbetreiber durch. Der 1. August wird in der Bitcoin-Community seither als Bitcoin-Unabhängigkeitstag gefeiert. Aber nicht von allen, manche feiern eher den 24. August als den Tag der Segwit-Aktivierung. Weiter zum 10. und letzten Punkt der praktischen Umsetzung. Praktische Umsetzung. Hardware, Software, Kosten. Die Bitcoin-Blockchain umfasst Stand Februar 2026 rund 723 GB und wächst um etwa 6 bis 7 GB pro Monat. Der aktive Ausgabensatz belegt ca. 11 GB Arbeitsspeicher. Das erstmalige Herunterladen und Verifizieren aller Blöcke dauert je nach Hardware zwischen 6 Stunden und mehreren Wochen. Zur Software. Bitcoin Core in Version 28.1 ist die Referenzimplementierung. Für Einsteiger empfiehlt sich Umbrel mit einer eleganten Weboberfläche, über 300 zusätzlichen Anwendungen und einer Einrichtungszeit von wenigen Minuten. Raspberry Blitz richtet sich an Lernende, vollständig quelloffen, unterstützt NVMe Boot auf dem Raspberry Pi 5. Start 9 priorisiert Souveränität. Alle Dienste laufen in isolierten Containern. Das Tor-Netzwerk ist standardmäßig aktiv. Zur Hardware. Der Raspberry Pi 5 mit 8 GB Arbeitsspeicher und NVMe-Speicher bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
Gesamtkosten 220 bis 310 Euro, Stromverbrauch 5 bis 15 Watt, Download der gesamten Blockchain in 1 bis 3 Tagen. Mini-PC mit Intel N100 Prozessor kosten 150 bis 400 Euro und bieten mehr Leistung, jedoch mit höherem Stromverbrauch. Gebrauchte Bürocomputer sind ab 50 Euro zu haben. Eine SSD ist nicht optional. Der zufällige Leseschreibdurchsatz ist der primäre Flaschenhals. NVMe ist SATA vorzuziehen. Beim Speichergeld mindestens 2 TB wählen. Wer ausschließlich seine eigenen Transaktionen verifizieren möchte, kann einen gekürzten Knotenpunkt betreiben. Dieser kommt mit 5 bis 10 GB aus, verifiziert aber alle Regeln vollständig. Analyse abgeschlossen. Übergabe zurück ins Cockpit. Bevor es weitergeht, kurz zum Fundament deiner Freiheit. Geld. Wenn du unkompliziert Bitcoin kaufen und gleichzeitig diesen Kanal unterstützen willst, habe ich was für dich. Mit 21 Bitcoin kannst du unkompliziert und schnell Bitcoin kaufen und gleich per Auto-Wallet-Transfer auf deine eigene Wallet übertragen lassen. Ich habe das Kennwort Alien Investor im System hinterlegt. Das ermöglicht eine Ersparnis von 20% bei den Kosten für den Kauf bei 21 Bitcoin. Genau, und wer Bitcoin hat, muss sie auch wie ein Profi sichern. Ich nutze dafür die Bitbox. Für diese digitale Tresorschachtel aus der Schweiz gibt es mit unserem Kennwort 5% Preisnachlass. Die Verlinkungen dazu befinden sich unter der Videobeschreibung. Eigentum statt Illusion. Leute, jetzt geht's weiter mit dem Video. Der stärkste Grund ist für mich immer noch der aus dem Krieg um die Blockgröße. Rechenleistung verlor gegen Prüfknoten. Genau das ist Bitcoin. Nicht Macht der Schürfer, nicht Macht der Unternehmen, Macht der Einzelnen, die ihre eigenen Regeln prüfen. Eine Full-Node ist kein optionales Zusatzwerkzeug. Sie ist die technische Voraussetzung dafür, Bitcoin so zu nutzen, wie es konzipiert wurde, als zensurresistentes, privates und vertrauensloses Geldsystem. Ohne eigene Node vertraust du implizit Dritten bei der Prüfung, beim Versand und beim Schutz deiner Privatsphäre. Und der Einstieg ist heute einfacher als je zuvor. Ein kleiner Einplatinenrechner, eine SSD, eine offene Anwendung, fertig. Weniger als 25 Euro Strom im Jahr. Gemessen am Nutzen, wie der finanziellen Souveränität, der Privatsphäre und ein konkreter Beitrag zur Sicherheit des Netzwerks ist das ein bemerkenswertes Angebot. Das Betreiben einer Node ist wie eine Stimmabgabe. Eine direkte Stimmabgabe über die Regeln, nach denen Bitcoin funktioniert. Ich habe Links zu den Einzelteilen für den Bau eines Knotenpunkts in der Beschreibung verlinkt. Damit steht der Freiheit nichts mehr im Weg. Wenn dir das Video gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren, unterstütze den Kanal über die Links in der Beschreibung. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und nichts mehr verpassen willst, schau öfter auf den Kanal und den Blog des Commanders. Dort gibt es regelmäßig neue Blogartikel, Finanzartikel, Bitcoin-Artikel und Artikel zum Thema Cybersicherheit.